Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich wollte heute mal wieder so ein paar Einblicke geben in meinen Job. Wir bauen hier nämlich gerade aktuell rund um die Formel 1 Strecke in Melbourne alles auf. Ich bin noch in derselben Firma wie auch damals auf Phillip Island. Da hatte ich ja ein Video gemacht, wie wir auch da ja die ganzen großen Marquis und Gebäude aufgebaut haben. Hier ist quasi jetzt das Gleiche. Ich habe aber auch schon 2-3 Wochen für das Australian Open hier fürs Tennis auch abgebaut und da springen wir erst noch mal schnell hin. Ja, die ersten Tage habe ich dann für die Australian Open beim Tennis abgebaut und da habe ich auch wieder alle meine alten Jungs getroffen von Phillip Island, die ich auch schon seit Monaten kenne. Das hat dann auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte auch teilweise noch in die Stadien rein und konnte mir da alles ein bisschen angucken, wie das so ausgesehen hat, noch während dem Event. Das war ganz cool. Ja, und schon während der Australian Open habe ich die Crew gewechselt. Ich bin dann in die Highline Crew gewechselt, habe da schon die ersten Tage verbracht, auch mit abgebaut. Und dazu gibt es aber gleich noch mehr zu sehen. So, ich zeige dir jetzt gleich am Anfang mal, wo wir hier aufbauen. Ich habe jetzt die Crew gewechselt. Ich baue jetzt aktuell nicht mehr diese Marquis auf, die weißen, sondern wir bauen jetzt so Highline auf, heißt es hier. Das sind einfach komplexere Gebäude mit mehr Schrauben und ist einfach eine andere Art zu bauen, eine andere Art von Gebäude. Und ich zeige das hier mal. Also wir sind hier tatsächlich gerade direkt, hier ist die Stall- und Zielgerade. Und hier bauen wir gerade auf. Da hinten ist noch eins und das ist die aktuelle Baustelle. Ja, vielleicht erkennt der ein oder andere diesen roten Hut wieder. Den hatte ich nämlich auf meinem Roadtrip in Tasmanien gekauft. Der rettet mir hier auch noch ein bisschen das Leben, weil natürlich der Sonnenbrand ist immer noch ein bisschen da. Und den habe ich auch jeden Tag auf. Wir laufen jetzt auch noch mal hinter die Boxengasse quasi. Hier wird auch alles schon tatkräftig aufgebaut. Also seht ihr da diese gelben, also das sind quasi die Boxengassen von den Formel 1 Teams dann. Hier ist natürlich jetzt noch alles leer, ist noch alles im groben Anfangsaufbau. Und hier, die habe ich tatsächlich am Anfang auch mit aufgebaut, die ganzen Marquis. Und das ist dann halt tatsächlich für die ganzen Fahrer und Teams. Das sind dann hier diese Launches, wo sich dann hier die Teams und so entspannen können. Dahinter sind dann auch Küchen direkt, das ist ja alles hier mit Catering auch immer. Und es sieht schon alles ziemlich fancy aus und natürlich hier der Rasen, teilweise wird hier richtig Kunstrasen nochmal extra ausgelegt und sieht hier alles schon ziemlich cool aus. Hier ist jetzt direkt der Eingang zu den Boxengassen. Hier ist dann auch natürlich für auch ein anderes schwarzes Gebäude, was wir aufbauen. Und diese Gebäude, die wir hier aufbauen, die sind, glaube ich, für Sponsoren, also sowas wie Red Bull oder so. Ne? Also das ist hier für VIP-Leute und so, das ist ganz klar. Alles Backstage quasi. Jetzt haben wir hier die Sicht auf das andere. Ich arbeite hier, also die Crews wechseln ein bisschen durch. Und das alles hier, das wird alles noch voll mit Marquis. Ja, und da hinten natürlich die Melbourne Skyline auch mal schön mitnehmen. Während der F1 habe ich auch an einzelnen Tagen auch mal an verschiedenen Orten gearbeitet, auch noch Marquis mit aufgebaut, auch an anderen Teilen der Strecke. Das war auch ganz cool mal zu sehen. Ja, die Highline-Gebäude entstehen im Endeffekt auch ähnlich wie die Marquis. Ne? Man muss erstmal den Boden ausrichten, entsprechend auf ein Level bringen, ne? Alles ausmessen und dann werden auch die Lecks hochgezogen. Dann muss sogar mit einem Kran werden so diese Querstreben reingesetzt und das wiederholt sich dann pro Stockwerk. Ja, noch alles ein bisschen befestigen und dauert aber grob gesagt natürlich viel länger wie die Marquis. Also so ein Highline hier, was wir aufgebaut haben, die zwei großen, die haben schon so 2 Wochen gedauert und Marquis, die stehen innerhalb von 2-3 Tagen. Ja, ich bin hier gerade dabei, die Ecken hier von den Stahlträgern zu fixieren. Natürlich hier mit bester Absicherung. Und hier mit guter Sicht gerade auf die Stall- und Zielgerade. Und hier ist auch gerade echt richtig viel los.
Ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt hier nochmal auf, das ist auch hier so für VIP-Loungen, ne? Das Gebäude, wo ich gerade drauf bin, auch mit einer exzellenten Sicht. Können wir uns mal schon reinziehen. Also hat man hier echt eine sehr gute Sicht. Natürlich auf den Start. Hier, das bauen wir gerade noch auf, da ist noch ziemlich viel zu tun. Wände halt alles, ne? Und tatsächlich ist hier noch der Public Traffic, also das ist noch offen hier. Das ist ja auch eine richtige Straße für den öffentlichen Verkehr quasi. Es sind ja auch noch 3-4 Wochen hin bis zum Event. Und hier drüben, das wird auch noch alles voll mit Marquis, habe ich gehört. Ja, mittlerweile verdiene ich auch $33 die Stunde. Das hat sich jetzt immer ein bisschen Stück für Stück erhöht. Jetzt natürlich, wenn man länger in der Firma ist, kriegt man dann auch mehr, ist klar. Und netto aufs Konto sind es dann nach Steuerabzug $28. Das schmeckt dann schon ganz gut und macht natürlich auch mehr Spaß zu arbeiten. Hier, die Pause ist gleich rum. Ich genieße jetzt noch die letzten Minuten und dann geht es weiter hier auf der Baustelle in Formel 1. Auf Formel 1. Wer meine ersten Videos kennt, der weiß, dass ich immer mich relativ eintönig ernährt hatte. Also immer so Sandwiches mit Käse und Salami. Ich habe jetzt komplett meine Ernährung so umgestellt, dass ich jetzt abends immer schon vorkoche für die Arbeit. Einfach mit Reis, Gemüse und ja, Hähnchen oder Fleisch was mit dabei. Und abends gibt es dann einfach nur noch mal ein Wrap mit gesunden Zutaten. Ja, so Avocado, Paprika, Käse. Das kann man da richtig individuell machen. Das finde ich richtig gut. Ja, die letzte Woche von der Arbeit her ist nochmal brutal anstrengend. Es ist auch extrem warm, aber die Wärme ist gar nicht das Problem. Es ist einfach nochmal ja, rough gegen Ende hin. Ja, natürlich jetzt die letzten Wochen vor dem Race-Event werden nochmal viel krasser, also weil hier dann einfach so viele Firmen und Menschen arbeiten an einem Fleck. Das Ende kann ich jetzt leider nicht mehr sehen, weil ich jetzt andere Pläne habe. Ich fliege jetzt nämlich nach Neuseeland, ich treffe da meine Eltern, da freue ich mich schon extrem drauf. Und danach ja, verlasse ich auch Melbourne komplett, also ich werde dann nach Brisbane fliegen. Das aber zu einem späteren Zeitpunkt. Ich hoffe, ihr hattet hier ein paar gute Einblicke, wie hier so auch das abläuft, so hinter den Kulissen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da und würde mich sehr unterstützen. Solange sage ich, Schmiedi bleibt on Tour.